Hallo, liebe Anti-Aging-Enthusiasten! Willkommen zur nächsten fundierten Wirksamkeitsanalyse von mir, einem studierten Supplement-Analysten. Heute geht es um ein Molekül, das im Longevity-Bereich seit Jahrzehnten nahezu allgegenwärtig ist. Coenzym Q10. Q10 gilt als Mitochondrienstoff, als Energiehelfer, als Herzschutz und wird nicht selten direkt mit Anti-Aging gleichgesetzt. Doch was leistet Q10 beim gesunden Erwachsenen im Anti-Aging-Kontext wirklich? Nicht theoretisch, nicht biochemisch auf dem Papier, sondern auf Basis aktueller Humanstudien. Beginnen wir mit einem kurzen Steckbrief. Erstens: Coenzym Q10, auch Ubiquinon oder Ubiquinol genannt, ist ein körpereigener fettlöslicher Stoff, der nahezu in allen Körperzellen vorkommt. Q10 erfüllt im Körper zwei zentrale Funktionen. Erstens, es ist Bestandteil der mitochondrialen Energiegewinnung, also jener Prozesse, mit denen unsere Zellen Energie in Form von ATP herstellen. Zweitens, es wirkt als Antioxidant, vor allem in Zellmembranen und Blutfetten, also in Strukturen, die besonders anfällig für oxidative Schäden sind. Der menschliche Körper kann Q10 selbst herstellen. Diese körpereigene Produktion nimmt mit dem Alter leicht ab, was häufig als Argument für eine Supplementierung herangezogen wird. Q10-Präparate stammen heute meist aus natürlicher Fermentation mit Mikroorganismen. Chemisch ist das Endprodukt identisch mit körpereigenem Q10. Die entscheidende Frage bleibt jedoch: In welchem anti-aging-relevanten Bereichen profitiert der gesunde Erwachsene tatsächlich von Q10? Und wo stammen positive Effekte überwiegend aus Studien mit Kranken, die nicht auf Gesunde übertragbar sind? Ein wichtiger methodischer Hinweis, bevor wir in die Details gehen. Ein zentrales Problem der Supplementforschung ist die Übertragbarkeit von Studienergebnissen. Viele positive Effekte werden in Studien beobachtet, in denen bereits funktionelle Störungen vorliegen, etwa erhöhte Entzündungswerte, ausgeprägter oxidativer Stress oder Einschränkungen der zellulären Energiegewinnung. Beim gesunden Erwachsenen sind diese Systeme dagegen meist gut reguliert. Zusätzliche Interventionen stoßen hier häufig an biologische Grenzen. Messbare Verbesserungen bleiben dann aus. Genau deshalb ist es vonnöten, korrektive Effekte bei Belastungen klar von möglichen Anti-Aging-Effekten bei Gesunden zu trennen. Das kurz dazu. Für diese Analyse habe ich wie immer ausschließlich Meta-Analysen und systematische Reviews aus den Jahren 2022 bis 2025 über PubMed ausgewertet. Der Fokus lag konsequent auf Humanstudien, Erwachsenenpopulationen und der Frage, was für Gesunde gilt, nicht für Patienten. Damit kommen wir zum Herzstück dieses Videos, dem Forschungsstand zweitens. 2.1 Herz-Kreislauf- und Gefäßfunktion. Beginnen wir mit dem Bereich, für den Q10 am häufigsten beworben wird. Aktuelle Meta-Analysen aus den Jahren 2024 und 2025 untersuchten den Einfluss von Q10 auf Blutdruck und Gefäßfunktion. Die Meta-Analyse von Dr. Karimi, Medizinische Universität in Kiew, wertete mehrere Dutzend randomisierte, kontrollierte Studien an Erwachsenen aus. Typische Protokolle: 100 bis 300 Milligramm Coenzym Q10 pro Tag, in Klammern Ubiquinon oder Ubiquinol. Einnahmedauer meist 8 bis 24 Wochen. Ergebnisse über alle eingeschlossenen Studien hinweg. Der systolische Blutdruck sank statistisch signifikant
typischerweise im Bereich von etwa 1 bis 9% gegenüber dem Ausgangswert. Der diastolische Blutdruck zeigte keine konsistenten Effekte. Eine zweite Meta-Analyse von Dr. Dye zur Endothelfunktion, also zur Fähigkeit der Blutgefäße, sich bei Bedarf zu erweitern, kam zu einem ähnlichen Ergebnis. Unter Q10 reagierten die Blutgefäße etwas flexibler auf veränderten Blutfluss. Die Wirkung war gering. Entscheidend ist jedoch die Studienpopulation. Der überwiegende Teil der eingeschlossenen Studien untersuchte vorerkrankte oder belastete Personen, zum Beispiel Bluthochdruck, Diabetes, metabolische Störungen. Bei gesunden Erwachsenen zeigten Subgruppenanalysen keine stabilen, reproduzierbaren Effekte. Die Resultate waren inkonsistent oder statistisch nicht signifikant. Kurz gesagt, Q10 kann Gefäßparameter korrigieren, wenn bereits eine Störung vorliegt. Typisch 1 bis 9% Verbesserung. Ein Anti-Aging-Nutzen beim gesunden Erwachsenen lässt sich daraus nicht ableiten. 2.2 Zelluläre Energieproduktion. Q10 wird oftmals als Supplement zur Unterstützung der mitochondrialen Energiegewinnung angepriesen. Eine Meta-Analyse von Dr. Tsai der National Yangming Chiao Tung University in Taipei, Taiwan, beschäftigte sich im Jahre 2022 mit den Effekten von Q10 auf chronische, krankhafte Erschöpfung, Fatigue genannt, bei Erwachsenen. Schließlich hängt die chronische Fatigue bei Erwachsenen eng mit einer gestörten zellulären Energieproduktion zusammen, was die Untersuchung von Q10 in diesem Kontext besonders relevant macht. Typische Protokolle: 30 bis 500 Milligramm Coenzym Q10 pro Tag, Einnahmedauer meist 4 bis 24 Wochen, häufig im Bereich 100 bis 300 Milligramm über 8 bis 12 Wochen. Ergebnis über alle eingeschlossenen Studien hinweg. Q10 reduzierte Fatigue signifikant, mit moderater Effektstärke im Bereich von rund 10 bis 40%. Verbesserung gegenüber Placebo. Wichtig für die Einordnung: der Großteil der Verbesserungen stammt selbstredend aus klinischen oder funktionell belasteten Populationen, zum Beispiel chronische Müdigkeit, Herzinsuffizienz oder chronisches Schmerzsyndrom. Zwar waren auch einzelne Studien mit gesunden Personen unter erhöhter Belastung enthalten, doch bei gesunden Erwachsenen ohne relevantes Ausgangsdefizit offenbarte sich kein konsistenter Nutzen. Bedeutung für Anti-Aging: Q10 kann Energiedefizite ausgleichen, steigert aber beim gesunden Erwachsenen ohne vorbestehende Einschränkung die Vitalität nicht. 2.3 Oxidativer Stress. Oxidativer Stress gilt als einer der zentralen Treiber des Alterns. Mehrere hochwertige Meta-Analysen untersuchten Q10 in diesem Kontext. Die CRADE-Meta-Analyse von Dr. Dye 2022 sowie die Umbrella Review von Dr. Dabaki Vanusfaderani 2023 dokumentieren signifikante Reduktionen in oxidativer Stressmarker sowie Erhöhungen der antioxidativen Kapazität in spezifischen Patientengruppen. Die berichteten standardisierten Effektstärken liegen je nach Wert im moderaten bis deutlichen Bereich, etwa 10 bis 40%, teils auch darüber. Doch auch hier gilt, diese Wirkungen traten fast ausschließlich bei metabolisch oder kardiovaskulär erkrankten Personen auf. Bei gesunden Erwachsenen ergibt sich dagegen kein klares Bild. Keine stabilen Verbesserungen, keine verlässliche Dosis-Wirkungsbeziehung
und keine reproduzierbare Senkung oxidativen Stresses. Sonderfall: unter extremen Trainingsstress, zum Beispiel Hochleistungssport, kann Q10 oxidativen Stress kurzfristig abpuffern. Das ist jedoch kein allgemeiner Anti-Aging-Effekt, sondern ein situationsabhängiger Belastungskontext. 2.4 Entzündung Inflammaging. Setzen wir uns nun erneut mit Inflammaging auseinander, also jener chronischen niedriggradigen Entzündung, die mit zunehmendem Alter häufiger auftritt und unserer Jugend langfristig im Weg steht. Die Meta-Analyse von Dr. Hu 2023 sowie die Umbrella Review von Dr. Dabagi Vanusvaderani 2023 untersuchten, ob Coenzym Q10 solche entzündlichen Prozesse beeinflussen kann. Analysiert wurden dabei gängige Entzündungswerte im Blut, zum Beispiel das C-reaktive Protein CRP sowie entzündungsfördernde Bodenstoffe des Immunsystems. Typische Einnahmeprotokolle in den Studien: 100 bis 400 Milligramm Coenzym Q10 pro Tag, Einnahmedauer meist 8 bis 24 Wochen. Was lässt sich aus den Studien ableiten? Bei vorerkrankten oder stark belasteten Personen, etwa mit Herz-Kreislauf- oder Stoffwechselerkrankungen, sanken einzelne Entzündungswerte messbar, meist im Bereich von rund 10 bis 40%. Für die Anti-Aging-Bewertung ist allerdings relevant: die eingeschlossenen Studien umfassten sehr unterschiedliche Personengruppen, Gesunde, Vorerkrankte und Patienten. Betrachtet man ausschließlich gesunde Erwachsene, offenbaren sich diese Effekte häufig nicht mehr. Entzündungswerte verändern sich nicht zuverlässig, die Ergebnisse schwanken stark zwischen den Studien und ein stabiler, reproduzierbarer Effekt lässt sich nicht belegen. Fazit für Anti-Aging: Coenzym Q10 kann entzündliche Prozesse bei bestehenden Belastungen oder Erkrankungen dämpfen. Für gesunde Erwachsene ergibt sich daraus jedoch kein zuverlässiger entzündlicher Anti-Aging-Effekt. 2.5 Gehirn und Kognition. Auch im kognitiven Bereich werden Q10 häufig positive Eigenschaften nachgesagt. Die Übersichtsarbeiten von Professor Jiménez 2023 und Forscherin Nankivel kommen demgegenüber übereinstimmend zu einem klaren Schluss. Für gesunde Erwachsene gibt es keinen verlässlichen Hinweis, dass Q10 Gedächtnis, Aufmerksamkeit oder Denkfähigkeit verbessert. Die wenigen verfügbaren Humanstudien sind zudem stark unterschiedlich aufgebaut. Die Dosierungen reichen von etwa 100 bis 300 Milligramm, die Einnahmedauer von 8 bis 34 Wochen. Unabhängig davon bleibt das Ergebnis gleich: Bei gesunden Erwachsenen ergibt sich kein konsistenter kognitiver Nutzen. Selbst bei Menschen mit leichten kognitiven Einschränkungen fallen die Resultate uneinheitlich oder negativ aus. Für Anti-Aging bedeutet das: Q10 ist kein kognitives Schutz- oder Leistungssupplement. Fazit dieses Videos. Drittens. Wie immer Zeit, das Ganze kompakt, verständlich und einordnend zusammenzuführen. Zur besseren Übersicht blende ich euch jetzt, wie schon im Kreatin-Video, ein kompaktes Kurzfazit ein, das direkt aus den besprochenen Meta-Analysen und Reviews abgeleitet ist. Wenn man diese Punkte nüchtern zusammenfasst, dann gilt: Q10 ist kein wirkungsloser Stoff, aber seine Effekte sind überwiegend korrektiv, nicht verjüngend. Q10 wirkt dort, wo bereits Störungen, Defizite oder Belastungen vorliegen.
Beim gesunden Erwachsenen hingegen sind die untersuchten physiologischen Prozesse, wie erwähnt, meist bereits gut reguliert. Man spricht hier von einem Deckeneffekt. Was nicht gestört ist, lässt sich auch kaum weiter verbessern. In der Humanforschung gilt deshalb generell: Nur ein begrenzter Teil der Effekte aus Patientenstudien lässt sich bei Gesunden reproduzieren. Häufig nur in einem kleinen Bruchteil. Im Rahmen meines ABC-Schemas landet Q10 damit klar in Kategorie A. Keine überzeugende Humanevidenz, keine reproduzierbaren Effekte, keine saubere Anti-Aging-Begründung für Gesunde. 2 abschließende Hinweise. Erstens: Bei jungen, gesunden Erwachsenen ohne relevante Belastung liefert Q10 keinen belegbaren Anti-Aging-Mehrwert. Erst mit zunehmendem Alter, bei Mangel oder hoher Belastung, kann Q10 im therapeutischen Kontext sinnvoll werden. Nicht jedoch als generelles Anti-Aging-Supplement. Zweitens: Q10 war in den Studien insgesamt sehr gut verträglich, auch bei längerer Einnahme von etwa 100 bis 300 Milligramm täglich. Anders als bei Kreatin habe ich für Q10 kein Selbsttest-Merkblatt in der Videobeschreibung verlinkt. Der Grund ist einfach: Wenn ein Supplement in Kategorie A fällt, macht ein Anti-Aging-Selbsttest wenig Sinn. Fragen beantworte ich wie immer gerne in den Kommentaren. Und zum Schluss: Wenn euch meine evidenzbasierten Analysen gefallen, freue ich mich über ein Like und ein Abo. Ich verabschiede mich nun wie immer mit dem Slogan: Let's get younger, not older. Mille grazie fürs entgegengebrachte Vertrauen und Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euer Mika Young.